Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. Wenn man sich heute auf dem Motorrad- und Rollermarkt umschaut, sieht man sowas wie Euro 4, Euro 5, Euro 5 Plus. Was genau hat es damit auf sich und was hat es mit Zweitaktern und Viertaktern zu tun? Was hat es mit Vergaser und Einspritzer zu tun und was steckt generell dahinter? Heute schauen wir uns an, welche Abgasnormen Motorräder und Roller erfüllen müssen, warum die Zweitakter vom Markt verschwunden sind und wie sich durch die Abgasnormen die Technik verändert hat. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Elmoline für die tolle Videoidee. Das ist ein interessantes und wichtiges Thema, zu dem ich jetzt recherchiert habe und das Thema jetzt grob ohne unnötigen Kram zusammenfassen möchte. Und wir fangen mit der Grundidee an. Die Euronormen sind Vorschriften, die besagen, wie viel Schadstoff aus dem Auspuff kommen darf, wie laut das Fahrzeug sein darf und welche Überwachungssysteme im Roller oder Motorrad vorhanden sein müssen, um das alles zu überwachen. Es gibt mit jeder Euronorm nicht unbedingt wesentliche Veränderungen, aber deutliche Verschärfungen und strengere Vorgaben, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass Zweitakter aus dem Neufahrzeugmarkt fast vollständig verschwunden sind. Auch Vergaser wurden nach und nach durch Einspritzung ersetzt und Überwachungssysteme wie OBD kamen dazu. Die wesentlichen Veränderungen fingen ab ungefähr 2000 statt und dauern bis heute an. Deswegen machen wir erstmal einen Sprung in die frühen 2000er. Da waren Zweitaktroller extrem beliebt. Zum Beispiel Piaggio Energy, Aprilia SF50 oder Yamaha Aerox. Sie waren leicht, günstig und hatten einen extrem starken Anzug. Wer schon mal einen Zweitakter gefahren ist, der weiß, wie viel Kraft und wie viel Anzug selbst in einem 50 Kubik Roller stecken kann. Aber es gibt auch Nachteile, denn Zweitakter verbrennen Öl zusammen mit Benzin, was nicht nur zu diesem berühmten bläulichen Rauch und Gestank führt, der nach der Fahrt noch lange aus der Kleidung nicht rauszukriegen ist, sondern auch für extrem viele Schadstoffe. Wer schon mal hinter einem Zweitakter gefahren ist, der muss gemerkt haben, dass das einfach nicht gesund sein kann. Die Viertaktmotoren sind dagegen etwas sauberer, sie verbrennen weniger Sprit, halten länger, sie sind dafür etwas schwerer, komplizierter und teurer, aber sie erfüllen die Normen viel besser. Darum haben Viertakter bis heute die Zweitakter Stück für Stück vom Markt verdrängt. Wer genau wissen will, was die wesentlichen Unterschiede zwischen Zweitaktern und Viertaktern sind, worauf dieser Name sich überhaupt beruht, sollte sich dieses Video hier anschauen, da erkläre ich grob die wesentlichen Unterschiede. Kommen wir also zurück zu den Abgasnormen und den ersten Einschränkungen durch die Euronorm Euro 2 und Euro 3. Das war ab dem Jahr 2003 der Fall. Da wurden die Abgaswerte, also die Grenzwerte für die Abgase zum ersten Mal so streng, dass Zweitakter zum ersten Mal auf Katalysatoren setzen mussten. Katalysatoren sind sozusagen so Filter im Auspuff, die die Abgase reinigen, bevor sie durch den Auspuff in die Umwelt ausgestoßen werden. So Marken wie Piaggio, Gilera und Peugeot bauten weiter die beliebten 50er Roller, nur halt mit Katalysatoren. 2006 kam dann die Euro 3 Norm, was praktisch das Aus für klassische Vergaser-Zweitakter bedeutete. Die Abgaswerte waren dann schon so streng, dass einfache Technik nicht mehr ausreichte. Die Katalysatoren wurden dann praktisch zur Pflicht. Einige große Marken haben dann weiter mit aufwendiger Technik noch Einspritzer-Zweitakter gebaut. Dazu gehören zum Beispiel Aprilia SR50 D-Tech, Piaggio Energy PureJet und auch Peugeot hat Einspritz-Zweitakter gebaut. Die Technik wurde aber so teuer und aufwendig, dass sie sich im Endeffekt nicht auf dem Markt durchgesetzt haben. Also ungefähr ab 2006, ab der Euro 3 Norm, stellten die meisten Hersteller eher auf Viertakter um. Der Paukenschlag kam dann praktisch im Jahr 2017 mit der Euro 4 Norm. Das war ein Riesensprung, was praktisch das Aus für Zweitaktmotoren bedeutete. Die Grenzwerte wurden noch strenger und es kamen zusätzliche Vorschriften. Abgasgrenzwerte für Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Stickoxide, die wir unter NOx kennen, wurden deutlich verschärft. Es mussten realitätsnähere Tests auf dem Prüfstand durchgeführt werden und es gab praktisch Katalysatorenpflicht. Beziehungsweise die Norm schrieb nicht explizit Katalysator vor, sondern nur bestimmte Emissionsgrenzwerte, die nur mit Katalysator oder weiteren Systemen wie zum Beispiel Einspritzung und Lambda-Sonden zu erreichen war. Dadurch musste man auf neue Systeme setzen, wie zum Beispiel OBD. OBD heißt On-Board-Diagnose, die ständig überwacht, funktioniert der Katalysator,
arbeitet die Lambda-Sonde vernünftig, wird das Gemisch richtig verbrannt und wenn es nicht stimmt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann leuchtet die Kontrolllampe auf, also die Motorkontrollleuchte. Und das wurde dann zur Pflicht, damit die Motorräder und Roller nicht nur als Neufahrzeuge, sondern im Dauerbetrieb dauerhaft zuverlässig und sauber blieben. Es wurde zudem die Tankentlüftung Pflicht. Das sorgte dafür, dass die Benzindämpfe nicht einfach in die Luft gelangen konnten. Die Haltbarkeit wurde strenger überwacht. Die Hersteller mussten nachweisen, dass die Abgaswerte über eine längere Laufleistung stabil und sauber blieben. Und auch die Geräuschprüfung nach neuen Verfahren kam dazu, inklusive neuer Zusatzmessungen gegen Prüfstandtricks. Wie man sieht, ist ein richtiger Batzen von Vorschriften, Normen und Pflichten dazugekommen und da konnten Zweitakter einfach nicht mehr mithalten. Seitdem gibt es praktisch keine neuen Zweitakter, also ungefähr ab Jahr 2017, keine neuen Zweitakter als Neufahrzeuge zu kaufen. Höchstens nur so Sport-Enduros und ein paar Nischenprodukte. Die bereits zugelassenen Fahrzeuge, die bis dahin schon auf der Straße waren, inklusive DDR-Roller und alles vor 2017, was schon auf die Straße kam, das darf natürlich auch weiter, vorerst zumindest, weiter auf der Straße fahren. Zudem läutete die Euro 4 Norm praktisch das Aussterben der Vergaser ein. Es gab jetzt keine Einspritzung Pflicht, das heißt, es gab keine Norm, die sagte, ab jetzt nur noch Einspritzerroller, aber die Einspritzung war fast schon notwendig, um die neuen Abgaswerte, die OBD-Überwachung und die Feinstauregeln einhalten zu können. Die Viertaktroller hatten dagegen weniger Probleme damit, weil sie ja grundsätzlich sauberer sind und es gab immer noch Modelle mit Vergaser, wie zum Beispiel China-Roller wie Nova Motors, Alpha Motors, aber auch einige Markenhersteller hatten immer noch Vergaserroller, zum Beispiel Peugeot und Kymco-Modelle. An dieser Stelle kurz die Unterscheidung zwischen Vergaser und Einspritzung. Der Vergaser ist ein Bauteil im Roller oder im Motorrad, gab es auch in Autos, was für die Gemischbildung zuständig ist. Also Gemisch, Kraftstoff, Luftgemisch. Da gibt es eine Kammer, eine Schwimmerkammer, wo sich Kraftstoff drin befindet und über eine kleine Düse wird mit dem Unterdruck, der im Motor entsteht, durch die kleine Düsenöffnung, die nur Zehntel Millimeter beträgt, wird der Sprit aber nur in feinen Tröpfchen eingezogen und mit Luft vermischt. Aber die Größen der Düsen konnte man ändern, beziehungsweise eine größere Düse verbauen. So war das Tunen zum Beispiel viel einfacher, wenn man eine größere Düse einbaut, einen Sportluftfilter, dann wird auch mehr Sprit eingesaugt und mehr Luft. Wenn man das richtig macht und den Vergaser richtig abstimmt, konnte man dadurch mehr Leistung gewinnen, was jedoch mehr Kraftstoffverbrauch mit sich brachte. Und wie schon gesagt, musste man den Vergaser abstimmen, was etwas aufwendiger war oder ist, denn abhängig zum Beispiel von der Temperatur, ob man im Winter fährt oder im Sommer. Je wärmer die Luft ist, desto dünner ist sie. Das heißt, pro eine bestimmte Menge Sprit muss mehr davon eingesaugt werden. Das heißt, je nachdem, ob man im Winter fährt bei minus 10 Grad oder im Sommer bei knapp 40 Grad, muss der Vergaser feiner eingestellt werden, was man natürlich manuell nachjustieren muss. Die Einspritzerroller dagegen haben keinen Vergaser. Das ist lediglich eine Einspritzdüse, die elektronisch gesteuert wird. Das heißt, die Einspritzung, die Menge des eingespritzten Kraftstoffs übernimmt dann das Steuergerät. Dabei werden natürlich Daten erfasst wie die Drehzahl, die Temperatur, wie weit man am Gasgriff zieht, beziehungsweise die Stellung der Drosselklappe. Und je nach Bedarf wird mehr oder weniger Kraftstoff eingespritzt. Und das führt natürlich zu einem viel effizienteren Kraftstoffverbrauch, zu weniger Emissionen und dadurch entfällt die manuelle Nachjustierung komplett weg. Und obwohl ich lange Zeit Vergaser-Befürworter war, weil man Vergaser praktisch mit einem Schraubenzieher überall in jeden Bedingungen selbst reparieren konnte und man für Einspritzer immer eine Werkstatt braucht, weil alles elektronisch gesteuert wird, bin ich jetzt ein großer Befürworter des Einspritzer-Systems, denn das System ist viel zuverlässiger, das hat viel weniger Ausfälle, das ist sauberer, das ist kraftstoffsparender und funktioniert praktisch bei allen Temperaturen und Wetterbedingungen zuverlässig, weil alles vom Steuergerät gesteuert wird. Und schließlich mit der Euro 5 Norm im Jahr 2000 oder ab dem Jahr 2021 war praktisch das Ende auch für Vergaserroller, auch im Viertaktbereich.
Denn es musste eine dauerhafte Überwachung der Abgaswerte, der Einspritzung gewährleistet sein. Die Roller wurden vollgepackt die Roller und Motorräder natürlich, wurden vollgepackt mit Sensoren, die alles erfassen und dauerhaft überwachen. Es hat aber nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile, denn die Steuergeräte stellen sich dann automatisch auf die Betriebsbedingungen ein, um den optimalen Verbrauch und die optimalen Betriebsbedingungen für den Roller herzustellen. Es kamen neue Grenzwerte für Feinstaub. Es gab auch Motorräder, die auch Feinstaub im Griff haben mussten. Dafür gab es sogar in einigen Fällen Partikelfilter, die wir eher aus dem Autobereich kennen. Die OBD-Stufe wurde erweitert, also diese Onboard-Diagnose. Sie überwachte jetzt mehr Komponenten, wie auch zum Beispiel die Fehlzündungen. Es gab außerdem neue ESC-Prüfungen in Service Conformity. Die Hersteller mussten somit nachweisen, dass die Maschinen nicht nur auf dem Prüfstand sauber liefen, sondern auch im Alltagsbetrieb. Die Abgasreinigung musste über längere Strecken, also über längere Laufleistung konstant bleiben. Und die Stecker für OBD wurden vereinheitlicht. Somit hatten die Werkstätten es viel einfacher beim Auslesen der Fehler. Kurz gesagt, die Motorräder und Roller wurden dann noch ein Stück sauberer. Bis heute bis zur Euro 5 Plus Norm. Die Euro 5 Plus Norm ist seit 2025 die aktuellste, zumindest im Jahr 2025, die aktuellste Norm. Die Abgaswerte sind zwar gleich geblieben wie bei der Euro 5 Norm, aber die Überwachung ist strenger geworden. Das OBD-System erkennt jetzt viel mehr Fehler, zum Beispiel bei der Katalysatorwirkung, bei den Lambda-Sonnen und anderen Sensoren. Die Abgaswerte müssen jetzt über einen noch längeren Zeitraum, über eine noch längere Laufleistung erhalten und stabil gehalten werden. Und auch die Prüfungen sind realistischer geworden. Das heißt, dass die Motorräder und Roller nicht nur auf dem Prüfstand sauber funktionieren müssen, sondern auch im Alltag. Bei den Geräuschvorschriften sind die Grenzwerte auch gleich geblieben wie bei der Euro 5 Norm. Aber es gibt zusätzliche Tests in weiteren Last- und Drehzahlbereichen. Und es gibt eine Abverkaufsfrist, das heißt, die Roller und Motorräder, die nur noch die Euro 5 Norm erfüllen, die müssen noch bis 2025, also bis Ende 2025 zugelassen werden. Bis spätestens Ende 2025. Das war so ungefähr der grobe Überblick. Man merkt, nicht jede Norm bringt viele Änderungen mit sich, teilweise nur Verschärfungen. Aber die Tendenz ist klar, die Maschinen werden immer sauberer, zuverlässiger und leiser. Bist du schon mal einen Zweitakter gefahren und vermisst diesen Sound und diesen Geruch? Oder bist du eher einer von denen, die sich über die Technik von heute freuen? Schreib mir gerne in den Kommentaren, lass uns darüber diskutieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Du kannst selbstverständlich kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos, Tipps und solche Informationen nicht mehr zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.